lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Ihr hört es, es regnet. Ihr seht es, ich bin draußen bei uns im Garten im Freisitz und das bedeutet natürlich für euch, es gibt mal wieder ein Tabak-Review. Heute möchte ich euch einen Tabak vorstellen, den ich schon etwas länger bei mir in der Kiste habe. Ich bin einfach nicht dazu gekommen, ihn zu rauchen. Ein Pfeifenfreund hat mich aber vorhin auf diesen Tabak oder generell auf den Tabak aufmerksam gemacht und da dachte ich mir, jetzt nutze die Gelegenheit, jetzt packst du sie beim Schopfe und rauchst den Tabak. Und zwar geht es jetzt konkret um diesen Tabak hier. Genau, es geht um den hier, Lincoln Mellow Mixture. Heute heißt er meines Wissens Lincoln White. Ich habe den Lincoln hier schon etwas länger zu Hause. Der Pouch, 50 Gramm, muss mal gucken, der hat damals, wenn ich den Preis noch finden sollte, ne, Preis steht nicht mehr dran. 50 Gramm Pouch, ich kann den Preis nicht entziffern, muss ich passen, aber nichtsdestotrotz, er ist da. Und Pfeife habe ich auch schon gestopft. Bevor ich jedoch ans Eingemachte gehe, beziehungsweise überhaupt auf den Duft und Co., hier ist erstmal ein Eindruck des Tabaks, wie er überhaupt daherkommt. Jetzt habt ihr den Tabak ja gesehen, der ist ja wie in einer Art Kuchen in den Pouch eingebracht. Hier habe ich ihn jetzt nochmal aufgelockert. Ihr habt es aber in den Bildern besser sehen können. Und ich gebe ihn jetzt erstmal wieder zurück in den Pouch. Den Kuchen, den kann man wunderbar aufreiben. Das erinnert so ein bisschen an ja, Früchtekuchen, wie sie die Amerikaner bei ihren MREs, den Meals Ready to Eat, haben. Und wenn man am Tabak selbst jetzt erstmal riecht an dem Pouch, kommt einem erstmal unweigerlich ein süßliches Aroma entgegen. Und dieses erinnert einen einerseits so ein bisschen an den Haunted Bookshop Cake von Cornell & Diehl, den ich ja schon vorgestellt hatte. Von daher heißt es für mich Uffbase, weil bei Cornell & Diehl Haunted Bookshop Cake bin ich ja massiv drauf reingefallen. Der roch ja nach Trockenfrüchten, richtig schön süffig. Außen hui, der Duft, außen innen drin am Pfui, weil es schmeckt völlig anders als das, was man erwarten würde. Man riecht eine leicht fruchtige Tendenz, ist also nicht so in Richtung Trockenfrüchte gehen, sondern eindeutig fruchtig. Es schwingen aber auch florale Töne mit. Da ist also irgendeine Parfümierung dabei, die ich jetzt nicht erkennen kann. Und da ich sie nicht erkennen kann, würde ich doch erstmal sagen, bevor ich jetzt hier weiter auf den Geruch eingehe, hier erstmal kurz die offizielle Beschreibung, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch.
So, jetzt bin ich natürlich erst recht gespannt. Dieses Florale, was ich gerochen habe, könnte auf die Orientals zurückzuführen sein. So einen ähnlichen Duft verspürt man auch ganz dezent, wenn man am Elwood Flake Nummer 2 riecht. Der besteht ja aus Virginias und Virginia und Oriental. Und da hat man auch so eine ganz dezente, feine florale Note im Hintergrund, die aber halt vom Virginia Eigenduft und halt auch dem Feigenaroma so ein bisschen übertüncht wird. Hier kommt das Floral beim linken definitiv besser zum Tragen. Und bevor wir jetzt aufs Review eingehen, noch mal kurz der Tabak, den ich jetzt in die Pfeife eingebracht habe, mit der Pfeife. Und dann gehen wir zum eigentlichen Review über. Bis gleich. Hier ist die Pfeife nochmal. Es ist von Faun aus der Reihe Etienne, das Modell Nummer 137. Das hatte ich ja auch schon vorgestellt und die Pfeife hatte ich bereits im Sommer 2023 von meiner Frau als verfrühtes Weihnachtsgeschenk bekommen. Eigentlich hatte ich sie mir selbst kaufen wollen. Meine Frau war schneller, hat gesagt, na, das macht sie jetzt schnell und das ist dann mein Weihnachtsgeschenk. Na, da sage ich natürlich nicht nein. Ihr habt ja gesehen, Tabak ist auch schon eingebracht und zwar in meiner altbewährten Stopfmethode. Kommen wir also zum eigentlichen Review. Schön ist zu sehen, wie sich der Tabak hier beim Entzünden direkt aufbräunt. Es empfiehlt sich also auf jeden Fall, nach oben hin ein bisschen Platz zu lassen. Trotzdem das Ganze hier in der Pfeife als Cake eingebracht ist, also als Cake, also ein zusammengepresster, lockerer Kuchen. Das ist schon fast ein Crumble Cake, obwohl es ist einfach nur gepresster Tabak, damit er in den Pouch reinpasst. Ist er doch relativ fein geschnitten und, wie hier unschwer zu erkennen ist, die Glut ist ja doch hier schön gleichmäßig. Und beim Anzünden hat er auch wirklich nur so für eine Sekunde ungefähr ein bisschen bissiger geschmeckt durch die enthaltenen Virginias und gibt jetzt einen milden, angenehmen, leichten Rauch ab. Falls ihr euch wundert, was ich hier für ein Outfit anhabe, das ist einfach nur eine Regenjacke. Meine Schwiegermutter und ich hatten eigentlich vorgehabt, heute noch ein bisschen was im Garten zu machen, aber ihr hört es ja, es regnet. Von daher, wir waren gewillt. Petrus ist etwas anderer Meinung und von daher lasse ich die Klamotten an und rauche halt eben genüsslich meine Pfeife. Kommen wir zum Geschmack. Der Tabak besteht ja laut Beschreibung aus hellem Virginia Blattgut, aus Burley und aus Orient-Tabaken mit einer entsprechenden Aromatisierung. Der Virginia, der verwendet wurde, ist zum Glück jetzt nicht einer von diesen doch teilweise ziemlich krassen, heuigen Virginias, die so eine wirklich starke Würze mitbringen. Vielmehr schmecke ich hier so ein bisschen, ja, wie Zitronengras heraus. Es ist eine ganz dezent heuige Note. Ich spüre aber auch sowas wie Zitrusfrüchte oder Zitronengras. Ich glaube, Zitronengras trifft es am besten. Vom enthaltenen Burley schmecke ich hier momentan relativ wenig. Burley erwarte ich entweder so leicht schokoladige Töne oder nussige Töne oder erdige Töne. Aber ich habe keins von den dreien. Und auch die Orientals, die ja manchmal so eine florale Nöte haben, so fast ein bisschen nach Blume schmecken, ein bisschen säuerlich auch manchmal sind, zumindest meiner Erfahrung nach, merke ich hier nicht viel von. Insgesamt ist die Mischung hier rund, die Mischung ist stimmig. Der Rauch ist mild und weich, der kratzt nicht, der beißt nicht.
Die Aromatisierung ist angenehm, ganz leicht, ganz dezent. Also man darf jetzt hier wirklich nichts Großes als Aromat erwarten. Es ist ein Aromat, ja. Aber meiner Meinung nach ist es auch eher so eine Aromatisierung, die den natürlichen Charakter des Virginias unterstreicht. Dezent rauig, dezent zitronenhaft. Wie gesagt, es schmeckt wie Zitronengras so ein bisschen. Angenehm. Aber es ist eben auch kein Tabak, wo man jetzt irgendwas Besonderes erwarten kann. Ihr habt es ja beim Tabaksbild gesehen. Nachdem ich den Kuchen ein bisschen auseinandergepflückt hatte, um die Pfeife stopfen zu können, erweisen sich diese Tabakblätter doch als sehr, sehr fein geschnitten. Der Vorteil, die Pfeife lässt sich gut stopfen. Und das heißt halt auch, jede Pfeife lässt sich gut stopfen. Man kann den Tabak also von ganz kleinen Pfeifen bis hin zu großen Pötten natürlich rauchen. Aber, ihr seht ja, ich rauche jetzt gerade mal um die 5 Minuten, 6 Minuten. Und der Tabak, die Pfeife, ich habe die ganz normal gestoppt, wie ich sie immer stopfe. Ein Rauchvergnügen normalerweise von etwas über einer Stunde bei der hier. Der Tabak ist aber trotzdem schon ordentlich runtergesackt. Also da ist schon gut was weg. Der Rauch bleibt kühl. Er brennt also oder er glimmt doch relativ zügig runter. Ich schätze mal, diese Pfeife hier wird jetzt vielleicht eine Dreiviertelstunde halten, vielleicht ein bisschen mehr. Wenn ich mir angucke, ich hatte zwar ein bisschen Platz nach oben gelassen, aber ein bisschen Platz war jetzt in dem Fall bei mir vielleicht 1 Millimeter. Durch den Feinschnitt hatte ich nicht damit gerechnet, dass er sich groß aufbäumen würde. Das erwarte ich eigentlich eher bei Radio Barrel Mixtures oder halt eben bei Cake oder bei Plug-Tabaken. Die quellen auf. Ja, der Geschmack, es ändert sich nichts. Gleichbleibend. Mild, weich, ganz dezent im Hintergrund merkt man diese Aromatisierung heraus, die wirklich so ein bisschen floral wirkt. Das könnte eine Parfümierung des Tabaks sein, wie es ja beispielsweise bei Zigarettentabak üblich ist. Es könnten aber halt auch die Orientals sein. Also ich kann echt nur sagen, das ist der ideale All Day Smoke. All Day Smoke für mich ein absoluter Klassiker ist die Mac Baren Mixture. Stopfen, rauchen, Pfeife ausklopfen, sauber machen, fertig. Man muss sich auf nichts konzentrieren, man kann ihn zwischendurch genießen. Er bedarf keinerlei Aufmerksamkeit, aber er bietet halt auch nichts, keine Abwechslung, nichts. Es ist einfach ein sehr milder, ein sehr weicher Tabak für zwischendurch. Nichts Besonderes. Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass sich hierbei nichts groß ändern wird. Ich kenne andere Tabake, da war es völlig anders. Hier bin ich jetzt einfach mal guter Dinge und denke, Lincoln Mellow Mixture, mild definitiv, ja, kann man rauchen, muss man nicht rauchen. Man macht aber halt auch nichts verkehrt. Wer einen All Day Smoke möchte und nicht immer nur auf Mac Baren Mixture zurückgreifen möchte, dem lege ich hier mal Lincoln Mellow Mixture definitiv ans Herz. Die Raumnote ist mild. Ist einfach mild. So geht ein bisschen das, was man von einem typischen Pfeifenraucher vom Duft her erwarten würde. Nichts Aufregendes, tolerierbar, angenehm. Ja. Riecht wie er schmeckt. Sehr mild, sehr dezent. Nichts Übertriebenes. Einfach nur All Day Smoke. Stopfen, rauchen und irgendwann die Pfeife reinigen. Ihr kennt es ja inzwischen schon von anderen Videos von mir. Ich werde jetzt das Video soweit erstmal beenden. Sollte sich später im Laufe der Zeit noch irgendetwas tun, ich möchte euch jetzt hier keine Stunde halten, sollte sich noch irgendetwas ergeben, werde ich das natürlich hinten wieder anfügen. Von daher empfiehlt es sich bei meinen Videos wirklich immer so lange zu warten, bis der eigentliche Abspann kommt. Nicht, wenn ich dann schon sage und ciao und dann schon wegklicken, weil ich habe es jetzt doch das ein oder andere Mal gehabt, dass dann noch ein Nachtrag kam. Also von daher, ich werde merken, wie es sich ergibt. Für euch hingegen gilt jetzt das gleiche wie bei jedem Video bei mir. Da unten ist die Kommentarfunktion. Wie ist denn eure Meinung zu dem Tabak?
Lincoln Mellow Mixture. Heute nennt er sich wohl Lincoln White. Name muss ja wieder mal geändert werden, weil es dafür nichts mit Mellow oder ähnlichem auf dem Tabak stehen. Wie ist eure Meinung dazu? Habt ihr ihn schon mal geraucht? Sowohl den alten als auch den neuen Pouch, also den Inhalt. Geht ihr mit meiner Meinung konform? All Day Smoke, ja, angenehm zu rauchen, man kann nichts verkehrt machen, aber halt eben auch kein Tabak mit irgendwelchen Highlights. Es gibt keine Höhen, keine Tiefen. Er lässt sich leicht anzünden, ihr habt gesehen, ein Streichholz genügt. Auch beim Abgang durch die Nase, ich habe sie ein paar Mal ausgeblasen, da ist nichts Neues dabei. Er ist einfach mild, dezent aromatisiert, ich kann es nur immer wiederholen, mehr gibt es nicht. Von daher, lasst uns unsere Erfahrung mal so ein bisschen in den Kommentaren unten austauschen, wie gewohnt. Denn das war es soweit von mir für heute. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Lincoln Mellow Mixture, hergestellt von der Scandinavian Tobacco Group. Ich empfehle ihn gern weiter, man kann nichts verkehrt machen. Ich werde ihn mir nicht mehr kaufen, weil All Day Smokes brauche ich nicht. Und wenn mir doch mal nach dem All Day Smoke sein sollte, habe ich immer noch McBarrel Mixture, eine Packung da. Eine halt von dieser Sonderedition. Tja, bleibt meinem Kanal treu, denn wir werden uns auf jeden Fall hier auf meinem Kanal wiedersehen. Ja, ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit, wie immer. Wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen und mit euren Tabaken. Bleibt mir gesund, macht's gut und bis zum nächsten Mal hier auf meinem Kanal. Ciao.